Ihr seid am Verzweifeln, weil euer Notebook nicht mehr lädt? Dann bleibt unbedingt dran, denn in diesem Video zeigen wir euch 3 häufige Ursachen. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr das Ganze testen könnt, woran es liegt und wie ihr das Problem beheben könnt. Also legen wir gleich los. Der erste Verdacht ist natürlich beim Akku. Beim Akku ist es relativ einfach, ein Problem zu identifizieren. Wenn das Gerät funktioniert, nachdem ihr den Stecker eingesteckt habt, danach gleich den Stecker abgesteckt habt und das Notebook gleich ausgeht, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Akku. Des Weiteren könnt ihr einen defekten Akku oft über eine gewisse Software oder die CMD-Zeile erkennen. Bevor ihr den alten Akku für tot erklärt, versuchen wir erstmal einen Hardware-Reset, um den Akku noch zu retten. Wie das funktioniert, variiert von Hersteller zu Hersteller. In diesem Fall zeigen wir es euch mal exemplarisch an diesem Lenovo ThinkPad. Zuerst alle Peripheriegeräte entfernen. Dann schraubt ihr das Gerät auf, zum Beispiel mit dem IPC-Computer-Schraubendreher-Kit. Danach baut ihr den eingebauten Akku aus. Und jetzt haltet ihr den Power-Button gedrückt. Damit ist der Hardware-Reset durchgeführt. Wenn ihr euer Notebook für lange Zeit nicht benutzt habt, kann es auch sein, dass der Akku tiefenentladen ist. Wie ihr mit einem tiefenentladenen Akku umgeht, zeigen wir euch in diesem Video. Habt ihr den Akku als Fehlerquelle identifiziert, dann könnt ihr den passenden Ersatzakku über euer Modell in unserem Shop finden. Hierfür in der Modellnavigation Schritt für Schritt euer Modell auswählen. Alternativ könnt ihr auch die Ersatzteilnummer auf eurem alten Produkt heraussuchen und in dieser Suchleiste eingeben. Den Akkutausch sollt ihr mit Hilfe unserer zahlreichen Guides auch ganz easy selber hinbekommen. Die zweite offensichtliche Fehlerquelle ist das Netzteil. Um zu prüfen, ob es daran liegt, bietet sich an, ein anderes Netzteil oder ein anderes Kabel zu versuchen. Viele neuere Laptops werden mit USB-C betrieben, das heißt, jeder sollte eigentlich ein Kabel zu Hause rumliegen haben. Lädt das Gerät mit diesem, so lag es tatsächlich am alten Netzteil. Etwas schwieriger ist es, wenn man einen proprietären Anschluss hat. Hier kann man natürlich erstmal auf einen äußerlichen Defekt schauen, meist sieht man es dem Netzteil aber nicht an. Deshalb kann es Sinn machen, ein neues Netzteil zu bestellen, um es zu probieren. Das passende Netzteil findet ihr in unserem Online-Shop unter eurem Notebook. Falls ihr auch das Netzteil als Fehlerquelle ausgeschlossen habt, dann gibt es noch eine dritte Ursache, nämlich die Strombuchse am Notebook. Die Strombuchse sitzt hier und ist quasi die Schnittstelle zwischen Mainboard und Netzteil. Hier ist der Defekt oft besonders schwer zu erkennen. Zuallererst könnt ihr mal schauen, ob sich Staub in der Strombuchse angesammelt hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr testen, ob die Stromversorgung noch funktioniert, indem ihr den Stecker ein bisschen drückt und biegt. Dies könnte dann auf einen Wackelkontakt hinweisen. Zuletzt könnt ihr noch prüfen, ob das Kabel der Strombuchse richtig auf dem Mainboard verbunden ist. Bei den Strombuchsen gibt es 2 verschiedene Arten, einmal aufgesteckt und einmal aufgelötet. Ist die Strombuchse mit Kabel auf dem Mainboard verbunden, dann könnt ihr mit Hilfe unseres Videos das Ganze selber tauschen. Ist die Strombuchse aufgelötet, empfehlen wir die Reparatur durch einen Profi. Den Link zur Reparaturanmeldung findet ihr unten in der Beschreibung.
Das passende Ersatzteil, wenn ihr es selber machen wollt, findet ihr unter eurem Notebook. Wenn ihr diese 3 Ursachen überprüft habt, dann sollte das Problem meistens schon gelöst sein. Es gibt auch tiefgründigere Ursachen, wie zum Beispiel die Ladeschaltung. Dann empfehlen wir euch ebenfalls die Reparatur in unserer Werkstatt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.